Gott. Bremsen. Wir kommen ja im Endeffekt mit 400 kW in eine 600 Kilowattstunden Batterie. Stellst es hin, schließt es an und kannst halt schnell laden. Nina, du kannst jetzt den LKW laden. Zack. Cool. Die Zukunft der Logistik, ja, die fährt elektrisch. Aber was machst du eigentlich, wenn du deine schwere E-Lkw-Flotte laden möchtest und dein Stromnetz direkt in die Knie geht? Die E-Lkws sind da. Auch verschiedene Ladestationsmodelle gibt es. Und die Infrastruktur, ja, die lässt zu wünschen übrig. Und genau vor dieser Herausforderung stehen ganz viele Unternehmen europaweit. Ja, und wir stehen heute vielleicht sogar vor der Lösung dafür. Der Fleetbooster 20 ist quasi eine gigantische Powerbank für das Laden von elektrischen Fahrzeugen. Und wie funktioniert das Ganze? Was steckt eigentlich dahinter? Diese Fragen möchten wir heute für euch beantworten. Hi Nina, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen in Greven. Danke, dass wir hier sein dürfen und richtig, richtig cool. Also ich muss sagen, der macht richtig was her, vor allem noch mal mehr als auf den Bildern. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr heute alle hier seid und euch ein bisschen was von uns und von Fleetboost erzählen darf. Ich würde auch sagen, kommt einfach mal mit. Ja, sehr gerne. Was ist Fleetboost eigentlich und vor allem, was machst du hier? Fleetboost ist entstanden aus der Praxis. Unsere DNA liegt in der Nutzfahrzeugvermietung. Und wir waren die Ersten in ganz Europa, die schwere Nutzfahrzeuge auch vermietet haben. Wir verstehen uns eigentlich so als der Wingman oder der Partner für die Logistik, der die Logistik ganz genau im Detail kennt und der die Logistik dabei unterstützt, voll elektrisch LKWs zu fahren. Grundsätzlich ist die Idee hinstellen, anschließen an das Netz, was ich habe und halt Vollgas laden. Und das bis zu 800 kW, 2 Ladegeräte dort verbaut. So, das ist halt eine Lösung, die der Markt versteht und die der Markt auch braucht. Gerade in der Hochlaufkurve jetzt zur Elektrifizierung, wo du vielleicht nicht immer nur in einem Depot lädst, sondern auch entlang der Transportrelation. Um den Fleetbooster jetzt noch besser kennenzulernen, haben wir uns die Technik von einem der Mitarbeiter erklären lassen. Also ich bin Max und meine Aufgabe ist, ich bin der technische Ansprechpartner. Und wenn irgendwie der Kunde Fragen zur Technik hat, dann helfe ich ihm da. Also kennst du dich auch mit dem Fleetboost aus? Genau. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, sehr gerne. Sollen wir direkt hingehen? Ja, gerne. Also ich würde direkt hiermit anfangen. Das ist unsere Ladesäule, wie man hier sieht. 400 kW Maximalleistung. Unten sieht man auch schön das DKV-Logo. Wir arbeiten hier mit dem DKV-Backend, um dann eben zu tracken, wie viel wurde verladen, wer hat geladen, um da eben so ein bisschen Transparenz zu haben. Der LKW, der jetzt hinter uns steht, der kann auch mit bis zu 390 kW laden. Das heißt, hier ist dann so eine Ladesäule mit 400 kW auch wirklich sinnvoll, um eben schnellstmöglich, am besten in der Pause, den LKW wieder vollzuladen, dass der Fahrer dann weiter kann. Eine Besonderheit jetzt hier beim Fleetboost ist, dass wir eben nicht nur durch die Netzleistung limitiert sind, sondern wir haben hier 3 Batteriepacks, eins hier und eins an der Hinterseite. Ich kann es dir auch gerne einmal zeigen. Hier sieht man unsere Batterieschränke. Wie gesagt, 3 Stück. Hier 2 und hinten nochmal einer. Die Batterie wird sozusagen langsam übers Netz nachgeladen. Das sieht man hier. Wir gehen hier sozusagen mit den Kabeln rein, sind hier mit dem Netz verbunden und laden jetzt aktuell mit 80 Kilowatt nach. Das ist einfach, wenn man 125 Ampere, so einen großen runden Stecker hat. Das haben die meisten Logistiker, dann ist unser Fleetbooster schon einsatzbereit, dass wir nachladen können und dann eben mit voller Leistung den LKW laden können. Kombiniert aus der Netzleistung mit der Leistung aus den Batterien. Und wie viel speichert so die Batterie? Also was kann die? Die speichert etwas über 1 Megawattstunde. Um das vielleicht in Relation zu setzen, der e-Actros hat 600 Kilowattstunden. Das heißt, wenn ich nicht nachladen würde und nicht mit dem Netz verbunden bin, könnte ich ungefähr 1,5 Mal den LKW von 0 auf 100% vollladen. Wie wär's, wenn du jetzt einfach mal den LKW lädst? Ja, gerne. Also, zuerst einmal ist hier der Stecker. Und wenn wir den aufmachen. Klassischer CCS2-Stecker wie beim Auto auch, also nichts Außergewöhnliches. Und jeder, der sich jetzt vielleicht wundert, das Fahrzeug steht ja schon ein bisschen weit von der Station. Gerade Schnellladestation. Magst du vielleicht einmal helfen? Ja, gerne.
Ja, wir haben bei der Entwicklung natürlich direkt das auch mit reingedacht, dass man rechts und links den LKW auch laden kann. Haben hier 7 Meter lange Ladekabel mit dabei, flüssig gekühlt. Und wir können eichrechtskonform bis zu 10 Meter auch liefern. Bitte schön. Genau, und dann, also es ist tatsächlich der gleiche Stecker wie auch beim PKW. Können wir den hier reinstecken. Und normalerweise würde jetzt Strom fließen, aber ich glaube, wir müssen es autorisieren, oder? Hast du eine Ladekarte? Weil ich habe tatsächlich nicht mal eine. Zufälligerweise habe ich doch eine dabei. Ja, also ich glaube, mit der kommen wir da nicht dran. Du kannst diese Mit hier. ausliefert, oder? Genau. Ja, perfekt. Auch eine DKV-Karte. Du, DKV ist für uns eine Marke, die in der Logistik europaweit total bekannt ist. Und DKV bietet eigentlich eine Experience. Ich habe eine Karte, die ich überall nutzen kann. Und wir wollten von vornherein sagen, dass wir gerne dabei sein möchten und auch mit einem vertrauensvollen Partner aus der Logistik zusammenarbeiten möchten. Wie gesagt, wir haben hier 400 kW Ladeleistung. Der LKW, der e-Actros 600, hat auch eine Maximalleistung jetzt in dem Setup auch von 400 kW. Das passt ganz gut und du siehst unten, wie die Ladekurve jetzt sehr, sehr schnell ansteigt. Und die Besonderheit bei den E-LKWs ist, du hast keine klassische Ladekurvenverlauf, sondern wir kommen ja im Endeffekt mit 400 kW in eine 600 Kilowattstunden Batterie. Das heißt, die Batterie kann das locker wegstecken. Und das heißt, dieser ganze Ladevorgang ist bis zum Ende sehr, sehr linear. Und das ist das Besondere, warum man das Thema Infrastruktur für das Thema LKW nochmal anders denken muss. Und du siehst jetzt schon, wir sind jetzt schon bei 390 Kilowatt Ladeleistung mit nur 80 kW Netzanschluss. Genau das macht der Fleet Booster. So, jetzt kommt der beste Part. Wir machen jetzt eine Spritztour. Und ich würde mal sagen, let's test. Braucht man eine Mindestgröße, um Fahrrad zu sein? Vorne ziehen einmal. Achso, wie im Auto. Okay. Ja, einfach vorne ziehen und dann nach vorne schieben. Da drückst du einmal drauf, dann kannst du das Lenkrad hier so einstellen, wie du das haben musst. Und ziehen. Ah, ja, cool. Deine erste Elektro-LKW-Fahrstunde hier auf unserem abgeschlossenen Betriebsgelände. Wie gesagt, Piano mit der Bremse. Ansonsten ist eigentlich alles ziemlich ähnlich wie beim Auto. Du kannst das jetzt über den Start-Stopp-Knopf einfach anmachen. Ja, nichts machen. Komm. Hier ist die Parkbremse. Wenn du gleich losfahren willst, drückst du diesen Knopf einmal, dann geht das Ganze los. Und hier oben wählst du quasi aus also Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Und dann kannst du eigentlich fahren. Wir machen jetzt erstmal gleich eine Testbremsung. Und jetzt bist du eigentlich schon abfahrbereit. Ja, Nina fährt Elektro-LKW. Geht der? Und jetzt bremst mal. Oh ja, der beschleunigt. Bremsen. Ah, okay. Also hast du gemerkt. Ich bin Profi, ich kann das. Ja. Können wir einmal aus dem Kickdown machen? Nee. Bremsen. Genau, also in die Kurven und so weiter lieber ein bisschen. Wahnsinn, Du merkst, wie anders das ist zum Auto. Ich kann das Lenkrad ja ein bisschen fünfmal ausholen, umdrehen. genau. Aber du machst das wunderbar. Du merkst auch hier ein bisschen Einschlagen noch. Oh, ja, oh Gott. Aber ich finde, der ist super schnell. Also der geht echt, der beschleunigt echt. Ja. Als ich mal so beim Diesel-LKW mitgefahren bin, war der so und hat er so dreimal gezischt, bis wir dann irgendwann im 3. Gang angekommen sind. Der hat diese elektrischen Außenspiegel, ne? Genau, richtig. Das finde ich richtig cool. Das brauchst du auch und in der Mautklasse, also bei der Mautklasse ist das bei dem jetzt nicht so wichtig, aber beim Diesel auch in die beste Mautklasse zu kommen, weil der Windwiderstand dann deutlich weniger ist. Ja, ich finde echt, dass der also was heißt sensibel ist, aber der kommt ziemlich schnell. Wenn ich jetzt aufs Gas trete, dann ist der schon, jetzt hier rückwärts einfahren. Genau, da ist unser Fleet Booster. Wink mal raus. Ich würde dir so gerne sagen, na, willst du mitfahren? Gibt es auch so einen LKW-Gruß hier, so Inje? Boah, ich finde es richtig geil. Also ohne Witz, finde ich richtig, richtig cool. Also ich bin schon mal Diesel-LKW gefahren, also mitgefahren, aber echt. Is approved. Warum ist das für dich so ein Thema, wo du auch sagst, das möchtest du persönlich für dich auch vorantreiben? Ich glaube, wir tragen eine riesige Verantwortung, gerade wenn wir so dieses Thema Transformation in der Logistik irgendwo begleiten. Auch ich habe Kinder zu Hause, 3 Stück an der Zahl. Und ich finde, es ist super, super wichtig, dass man auch im Endeffekt Lösungen schafft und der Branche zeigt, wie es geht, mit einem guten Beispiel voranzugehen.
Und das ist meine intrinsische Motivation eigentlich, da einen Unterschied auch zu schaffen und bleibende Werte auch zu schaffen. Das ist im Kern unsere Mission, Unternehmen dazu verhelfen, schnell die Elektrifizierung als wirtschaftlichen Treiber in ihrem eigenen Unternehmen zu nutzen. Und genau, mit Fleetbus schlagen wir damit eine Brücke im Prinzip. Fleetbus zeigt uns, wie wir Herausforderungen der Elektrifizierung heute schon bewältigen können und ist damit am Kern der Zeit. Weil es braucht nicht nur innovative Ideen, sondern vor allem Mut, Dinge einfach mal umzusetzen. Da sind gerade wir als DKV stolz drauf, gemeinsam mit so starken Partnern Lösungen für die Logistik zu schaffen. Ihr wollt mehr darüber erfahren, wie wir gemeinsam mit Partnern den Wandel mitgestalten? Dann freut euch auf ganz viel tollen Input auf diesem Kanal.